Berliner Chöre singen im Humboldt-Forum und sorgen für Ausgelassenheit und Nostalgie. Spätestens beim Lied Sonderzug nach Pankow von Udo Lindenberg. Verstimmungen gab es darüber, ob man das Wort Oberindianer aus dem Lied noch singen soll oder nicht. Davon haben nicht viele, aber ein paar der Zuschauenden mitbekommen. Ich finde irgendwie, bei diesen ganzen Debatten können sich alle Seiten mal so ein bisschen beruhigen. Das ist ja schon eine Diskussion, die durch viele Sachen geht, die eben schon älter sind und plötzlich Worte oder Begriffe beinhalten, die damals nicht so gemeint waren. Finde ich auch wichtig, finde ich aber hin und wieder auch ein wenig zweitrangig. Nicht ganz so zweitrangig sieht es der Generalintendant. Er kommt extra zur Aufführung und erklärt: Ich glaube, die Chöre haben da eine gute Lösung gefunden und ich bin sehr froh darüber, dass wir da intensiv mit im Gespräch waren und sein konnten. Und ich glaube, wir alle noch mal gemerkt haben, wie wichtig es ist, dass wir sorgsam miteinander reden und nicht übereinander. Damit sind vor allem Native Americans gemeint, also die Bevölkerungsgruppe in Nordamerika, die sich vom Wort Indianer angegriffen fühlen könnten. In ihrer Ausstellung über sie meidet das Humboldt-Forum den deutschen Begriff. Dabei heißt es aus einer der deutschen Vereinigungen der Native Americans auf Anfrage: Indianer ist die deutsche Übersetzung für das Wort Indien, das ursprünglich eine Fremdbezeichnung war. In den USA gibt es jedoch sehr viele Stammesnationen, Communities und Organisationen, bei denen das Wort Indien ein Teil des Namens ist. Mit anderen Worten, viele von ihnen sind mit dem Begriff einverstanden. Und am Ende singen die Berliner Chöre vom Oberindianer Honecker, so wie im Original also. Viele der Chorsängerinnen und Sänger wollen sich nicht zu den Vorgängen äußern. Zwei verraten uns, wie sie die Debatte erlebt haben. Ich gehe mal davon aus, die alten Ossis haben zum Ausdruck gebracht, dass das für uns so eine Art Kultsong war und wir waren einfach nicht einverstanden, dass wir das nicht singen dürfen. Wir haben versucht, uns alle auf die Musik zu konzentrieren, weil das war unser Job sozusagen und das haben wir gemacht. Und ihren Job, gute Musik zu machen, mit dem schienen am Ende die allermeisten zufrieden zu sein. Echt, jetzt werden die meisten sagen, das ist ein Aufmacher in der Abendschau? Ja, das ist ein Aufmacher, denn das ist die Gegenwart. Warum aber bringt der Begriff Indianer einige auf die Palme oder muss man sagen auf die Eiche, weil Palmen auch kulturelle Aneignungen sind? Sie merken, es wird schnell absurd und darüber wollen wir mit Harry Lehmann sprechen, Philosoph an der Uni Luxemburg, und er beschäftigt sich mit Cancel Culture, also der Ausgrenzung aufgrund kontroverser Ansichten. Schönen guten Abend, Herr Lehmann. Wer sollte eigentlich Ihrer Meinung nach entscheiden, ob Oberindianer noch ein statthafter Liedtext ist? Ja, da gibt es keine Instanz, die das entscheiden kann, weil da zwei verschiedene Wertesphären und in Konflikt geraten. Nämlich einerseits die Kunst und zum anderen die Politik. Und die urteilen jeweils unterschiedlich. Das Humboldt, also ja. Die Kunst ist eben auf Mehrdeutigkeit, Vieldeutigkeit und auf Ambivalenzen und würde diesen Begriff eben sehr vieldeutig interpretieren und hat darauf ein Interesse. Und die Politik versucht eben eine eindeutige Bedeutung da herzustellen und interpretiert dieses Wort eben als eindeutig diskriminierend. Und das ist aber ein genereller Konflikt, den man hier hat. Jetzt hat das Humboldt-Forum gestern erklärt, man wolle weder eine unreflektierte Verwendung des Begriffes Indianer noch den Chormitgliedern vorschreiben, was sie wie zu singen hätten. Oder aber gar das Lied zensieren. Wäre es eigentlich klug gewesen, ein Lied frei von Begriffen zu wählen, an dem sich die Wokeness heute stört? Das halte ich nicht für klug, weil das ja dann tatsächlich dazu führt, dass ein Großteil von Kultur und Kunst sich dann einfach eingeschränkt wird. Soll eigentlich jeder singen und sprechen, wie es ihm passt, solange es verfassungsgemäß ist? Das ist so die einhellige Auffassung, der Common Sense. Warum muss sich das Humboldt-Forum denn mit der Frage nach Textstreichungen überhaupt beschäftigen? Ja, das hat etwas damit zu tun, dass diese Cancel Culture eigentlich ein Medieneffekt ist. Also durch die Digitalisierung entstehen Gruppenpolarisierungsprozesse und eine starke Entgrenzung des Politischen, der politischen Kommunikation. Und sie kommt eben jetzt auch in Sphären hinein wie die Kunst. Und da ist es eben so, dass jemand, der sich für die Kunst stark macht, einen ganz schweren Stand hat, wenn dann der Vorwurf im Raum steht, dass der Gebrauch des Wortes Oberindianer diskriminierend sei. Und deswegen werden sich dann erstens solche Konflikte entfalten und zweitens wird sich dann eben die politische Meinung gegenüber der künstlerischen durchsetzen.
Also die meisten Menschen schütteln ja den Kopf und fragen sich, wo kämen wir eigentlich hin, wenn wir alle Song- und Liedtexte auf ihre potenzielle Anstößigkeit untersuchen würden, alles vermeiden, was irgendjemanden möglicherweise in irgendeiner Art und Weise verletzt. Finden Sie es trotzdem eine angemessene Diskussion, auch in diesem medialen Ausmaß? Ich denke, dass die Diskussion unvermeidlich ist, weil es eben ein sehr gravierendes Problem ist. Es betrifft nämlich letztendlich die Verfassung und Verfasstheit liberaler Demokratien. Also in liberalen Demokratien ist es eigentlich so, dass der Sphäre der Kunst so eine Eigenlogik zugestanden wird. Also die Kunst kann in ihrem Bereich definieren, wie ein Wort, wie ein Symbol, wie ein Zeichen gebraucht wird und welche Bedeutung diese Zeichen haben. Und diese Symbole sind dann auch frei für Interpretation. Und die Politik folgt einer ganz anderen Logik. Sie folgt nämlich der Logik, dass politische Begriffe eindeutig sind. Und dadurch entsteht der Konflikt. Wenn ich unterbrechen darf, dann müssen wir doch eigentlich zum Schluss nur alle abstimmen. Wer ist dafür, dass Indianer noch gesagt werden darf und Oberindianer? Und wenn die Mehrheit sagt, darf, dann ist die Diskussion vorbei. Ist das der Tenor? Also wenn diese Prozesse Abstimmungsprozesse wären, würde wahrscheinlich das Lied der Sonderzug nach Pankow eben auch in der Originalfassung erscheinen. Aber das war ja keine geheime Abstimmung von allen Chormitgliedern, sondern das war eben so ein politisierter Diskussionsprozess, der dazu geführt hat. Vielen Dank, dass Sie uns heute Abend die komplexe Gemengelage und die einzelnen Komponenten, die da gegeneinander und miteinander gleichzeitig im Spiel sind, erklärt haben. Vielen Dank, Herr Lehmann. Vielen Dank. Und das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aus technischen Gründen aufgezeichnet.